Hallo, heute sind wir im Tierpark und Fossilium Bochum. Hallo und herzlich willkommen in unserer neuen interaktiven Ausstellung Dschungel hautnah. Das ist ein Zukunftsprojekt der Stadtwerke Bochum und wurde jetzt vor 2 Wochen eröffnet. Das Ganze ist Teil unserer Asienwelten, die vor 2 Jahren bereits eröffnet wurden. Und das Besondere ist dieser Einblick in die verschiedenen Lebensräume der Tiere des Regenwalds Südostasiens. Wir stehen jetzt hier zum Beispiel vor dem großen Beo, den Kragentauben und den Straußwachteln, die wir sowohl von außen als auch von innen von dem Ausstellungsraum besuchen können. Hier vorne haben wir unsere Stachelschweine. Da hatten wir bereits letztes Jahr Nachwuchs und auch dieses Jahr können wir uns über 2 ganz klitzekleine Stachelschwein-Neugeburten freuen, die jetzt gerade erst eine Woche alt sind. Im Moment ein bisschen schwer zu sehen sind, aber vielleicht habt ihr ja nachher Glück. Und hier kommen wir zu meinen Lieblingen, das sind die Schlank-Loris, die sind auch gerade aktiv. Wir können ja mal schauen. Mit etwas Glück und Geduld sehen wir sie vielleicht irgendwo lang krabbeln. Da in der Mitte sitzt schon einer. Das Besondere an dieser Ausstellung ist eigentlich die ganzen interaktiven Mitmachelemente. Das heißt, die Kinder sollen so ein bisschen spielerisch darauf vorbereitet werden oder darin eingeführt werden, welche Probleme der Regenwald jetzt in diesem Fall Südostasiens hat. Mit vielen spielerischen Elementen, wo man eben drücken, schauen, riechen, hören kann, werden eben die Probleme aufgezeigt. Hier haben wir ein paar Ausstellungsstücke, die Stacheln des Weißschwanz-Stachelschweins, die wir ja auch bei uns hier zu Hause haben. Ein Schädel eines roten Schlank-Loris, damit man sich das quasi einmal überhaupt vorstellen kann, wie winzig klein ein Primat doch sein kann, obwohl er mit uns verwandt ist, um diese ganze Artenvielfalt einmal darzustellen. Dann haben wir hier eine Hörstation, wo man einfach mal das, was man natürlich bei so einem normalen Zoobesuch, ich muss kurz den Binturong aussprechen lassen, was man bei einem normalen Zoobesuch natürlich nicht immer so mitbekommt, damit man eben, auch wenn man die Tiere mal nicht sieht oder nicht hört, eben hier noch einen Einblick in deren Lebensraum, in deren besonderen Fähigkeiten bekommt. Hier haben wir eine ganz spannende Ausstellung quasi über die Wirbelsäule eines Schlank-Loris. Sie sind ja ganz besonders beweglich in den Astkronen. Und hier können die Kinder dann eben das einmal nachempfinden, wie die Wirbelsäule sich so um die Äste schlängelt. Und so kommt es quasi zu dieser ganz besonderen Bewegung, die ein Schlank-Lori oder die Loris allgemein ja ausmacht. Hier haben wir noch eine kleine Gegenüberstellung. Einmal zu unserem Sugar-Glider, den wir auch hier, den Kurzkopf-Gleitbeutler, den wir auch hier in den Gehegen haben. Im Gegensatz eben zu der Fledermaus, die wir ja so kennen oder die eben die Kinder kennen, damit man eben so immer das Besondere oder das, was man kennt, mit dem, was besonders ist, verknüpft. Hier haben wir so eine kleine Gegenüberstellung. Wir wollen eben niemals mit dem erhobenen Zeigefinger sagen, so macht man es eben nicht oder so macht man es doch, das ist richtig, das ist falsch. Wir sind immer bemüht, dass wir hier in unserer Umweltpädagogik Anreize geben, was wäre besser, was kann man anders machen, was es vielleicht ganz einfach zu ändern hat, aber doch eine große Wirkung. So haben wir hier zum Beispiel Produkte gegenübergestellt, die einmal mit Palmöl sind und einmal ohne Palmöl. Und ja, das wissen die meisten, der Palmölanbau ist eben ein Riesenproblem für den Regenwald, nimmt viel Fläche weg und eben damit auch den Lebensraum für unsere Tiere. Und manchmal kann es einfach so einfach sein, wenn die Kinder diese Kekse eben genauso lecker finden wie die Kekse mit Palmöl, dann kann man eben ganz einfach darauf verzichten und kann so im Alltag einen kleinen Beitrag zum Artenschutz oder zum Lebensraumschutz bieten. Jetzt den Daumen hoch nicht vergessen und, damit ihr kein neues Video mehr verpasst, abonniert einfach den Kanal.